Ferien am Meer. In Corona-Zeiten träumen viele vom Urlaub an der Ostsee. Ferienwohnungen dort sind begehrt und teuer. Ein lohnendes Feld für Betrüger. Wir probieren es aus und organisieren uns Fotos der Wohnung einer Kollegin. Als Standort der Ferienimmobilie suchen wir uns Ahrenshoop aus, eine begehrte Lage an der Ostsee. Den Pethoffweg gibt es dort wirklich. Die Hausnummer 13 aber nicht. Erwarten würde unsere Gäste dort diese Wiese. Wir stellen ein gefälschtes Angebot bei Airbnb ein. Nach der kurzen, kostenlosen Anmeldung beschreiben wir die Ferienwohnung, laden Fotos hoch und legen den Preis fest. Wir machen es mit 76 € pro Nacht recht günstig für die Lage und die Hochsaison. Weitere Anzeigen schalten wir bei ferienhausmiete.de und Fevo24. Die Registrierung läuft ähnlich ab, aber hier kosten die Inserate jeweils rund 100 €. Jetzt warten wir auf unsere ostseehungrigen Opfer. Bemerken die Portale unsere gefälschte Anzeige oder bekommen wir tatsächlich Buchungen? Auf unsere Fake-Anzeige bei Airbnb melden sich innerhalb eines Tages schon knapp 20 Interessenten. Gäste zahlen ihr Geld an die Plattform und Airbnb leitet es erst an den Vermieter weiter, wenn der Gast eincheckt. Ein Sicherheitsmechanismus, den Betrüger umschiffen müssen. Deshalb machen wir unseren Interessenten jetzt mal das Angebot, die Zahlung nicht über Airbnb, sondern direkt über unser Konto abzuwickeln. Als kleinen Anreiz versprechen wir 15% Rabatt. Viele finden unser Angebot interessant, einigen ist es zu gefährlich, andere wiederum sagen zu. Eine Interessentin gibt uns ihre E-Mail-Adresse. Wie verfahren wir? Ich würde gerne einen Betrag anzahlen. Wir können das gerne so machen. 50% sofort, 50% vor Ort. Okay, gerne können wir das so machen. Die Frau hätte uns tatsächlich 304 € überwiesen. Soweit lassen wir es aber nicht kommen und klären sie auf. Airbnb teilt auf Anfrage mit, dass das gefälschte Konto innerhalb 48 Stunden erkannt und gelöscht wurde. Von ferienhausmiete.de erhalten wir nach 1,5 Tagen die Rückmeldung, dass unsere Anzeige freigeschaltet wurde, trotz falscher Telefonnummer und der Adresse auf der grünen Wiese. Und kaum ist das Inserat online, füllt sich unser Postfach schnell. Bei ferienhausmiete.de überweist der Gast direkt an den Vermieter. Wir schreiben den Interessenten, dass sie Vorkasse leisten müssen. Lassen sich die Urlauber darauf ein? Im Ernstfall wäre das Geld dann weg und der Traum vom Ostseeurlaub dahin. Nach 2 Tagen merkt auch ferienhausmiete.de, dass mit unserer Anzeige etwas nicht stimmt und nimmt uns offline. Bei aller Urlaubsvorfreude und Sehnsucht sollte man vorsichtig sein, wenn der Vermieter nur per E-Mail oder Messenger erreichbar ist. Das Impressum genau prüfen, im Zweifel beim Fremdenverkehrsamt nachfragen und nie den vollen Preis im Voraus überweisen. Dann haben Betrüger keine Chance. Ups, Herr Odegra, ich glaube, ich habe im Voraus immer alles bezahlt. Das ist gefährlich. Also da muss man wirklich zurückhaltend sein und nur eine kleine Anzahlung leisten, sonst ist es schon merkwürdig. Wie zahle ich denn am sichersten? Am sichersten ist eigentlich per Lastschrift oder per Kreditkarte, weil man dann im Betrugsfall eine Möglichkeit hat, das Geld zurückzuholen. Wovon ich abrate, ist zum Beispiel eine Bargeldeinzahlung auf ein ausländisches Nummernkonto. Ja, da kann man eigentlich klingt sagen, aber auch schon so, dass man es nicht macht. Das hätte sogar ich gemerkt. Wird aber manchmal verlangt. Also da sollte man dann die Finger von lassen. Okay, aber Bezahlsystem, PayPal oder sowas, Lastschrift, Kreditkarte, das kann man zur Not zurückholen. Das ist ein guter Tipp. Woran erkenne ich denn schwarze Schafe? Ja, das ist oft schwer zu erkennen. Die werden nämlich immer trickreicher, die schwarzen Schafe. Aber wenn jetzt, wir haben es im Film gesehen, ein tolles Feriendomizil super günstig angeboten wird. Warum? Ja, jeder will Geld verdienen. Da sollte man schon hellhörig werden. Natürlich gibt es immer mal Schnäppchen, aber gerade bei Ferienwohnungen, Ferienhäusern, wenn der Preis wirklich sich völlig unterscheidet von dem der Konkurrenz, würde ich mal sagen, muss man sehr vorsichtig sein. Und dann auch, wenn der Vermieter nur per E-Mail zu erreichen ist, gar keine Nachfragen per Telefon zulässt oder zum Beispiel auch gar keine Adresse angibt oder den gesamten Mietpreis sofort haben will, vielleicht auch noch eine Kaution
und auf Eile drängt, das erleben wir manchmal auch, dass gesagt wird, ja, schließen Sie schnell ab, weil ich habe so viele Interessenten, dann sollte man hellhörig werden. Gut, also cool bleiben, genau prüfen, wie immer das Kleingedruckte. Ne? Bin ich denn im Umkehrschluss, wenn ich jetzt mein Ferienhaus über ein Portal buche, dann automatisch auf der sicheren Seite und wenn ich nur solche Bezahlsysteme nutze? Das kommt darauf an, wie das Portal die Zahlungsmodalitäten abwickelt. Wir haben es auch im Film gesehen, es wird unterschiedlich gemacht. Aber wenn es zum Beispiel ein Portal ist, was das Geld von mir erst weiterleitet, wenn ich mein Okay gebe oder mich zumindest nicht beschwere und dann nach 24 Stunden, ist eigentlich schon ganz, ganz sicher. Denn wenn ich ankomme und das Ferienhaus gibt es gar nicht und ich rufe sofort beim Portal an, dann werden eben diese Zahlungen gestoppt oder bzw. zurückgehalten. Ja. Das ist ganz gut eigentlich, so ein System zu wählen. Okay, also das heißt aber, die Portale unterscheiden sich auch untereinander? Also schon wieder das Kleingedruckte lesen? Ja, da sollte man auch schauen, wie werde ich überhaupt Vermieter, also die andere Seite mal anschauen, wie leicht ist es, als Vermieter was einzustellen. Und wenn ich sehe, da wird überhaupt nichts abgefragt und es ist ganz einfach, dann weiß ich auch, es ist nicht so sicher. Okay, was kann ich noch prüfen oder worauf sollte ich achten bei so einem Portal? Was sollten die anbieten? Die sollten zum Beispiel also ein gutes Zahlsystem anbieten und auch ein Bewertungssystem über die Vermieter. Da nicht auf alles reinfallen, was man da liest, aber wenn da ganz viele Bewertungen über einen Vermieter schon sind, dann, und die fallen im Durchschnitt gut aus, dann kann man davon auch ausgehen, dass es okay ist, wenn es viele Bewertungen sind. Wenn nur ein paar geschönte Bewertungen da sind, auch wieder vorsichtig sein, wenn allzu sehr der Vermieter gelobt wird. Da haben wir jetzt vorher gar nicht drüber gesprochen, aber ich frage Sie jetzt trotzdem. Verrückt ist ja, dass inzwischen auch die Mieter bewertet werden von den Vermietern. Ja. Das ist auch lustig, oder? Ja, weil ein Vermieter schaut sich das dann ja auch gerne mal an, einen neuen potenziellen Mieter aufzunehmen. Der kann das ja ablehnen. Und wenn da drin steht, der Mieter hat mir die ganze Bude voll gequalmt, dann schließe ich so einen Vertrag mit dem Mieter dann gar nicht erst ab. Okay. Was sollte ich beachten, wenn ich ohne Portal direkt beim Vermieter buche? Da auch unbedingt alle Kontaktdaten vom Vermieter geben lassen. Nicht nur eine E-Mail-Adresse, nicht nur eine WhatsApp-Nummer, sondern auch wirklich eine richtige Adresse. Dann sollte man auch dieses Ferienhaus, diese Ferienwohnung, die man angeboten bekommt, mal bei Google Earth eingeben. Gibt es dieses Haus überhaupt? Okay, ja, wir haben es ja gesehen. Ja. Da wird oft nur die grüne Wiese angeboten. Und immer Kontakt auch zum Vermieter aufnehmen über Telefon, weil man einfach eine Frage hat. Und wenn er das nicht zulässt, Finger weg. Und wenn es jetzt im Ausland ist, dann gilt ja das Recht in dem Land. Ja, davon muss man ausgehen, wenn man im Ausland eine Ferienwohnung anbietet, über privat, dass dann das Recht des Landes gilt. Kommt es also zu Mietmängeln, geht alles nach dem Recht des jeweiligen Landes. Und ich muss da auch im Streitfall klagen. Und wie ist es mit dem Portal? Also, ich weiß nicht, sowas wie Airbnb ist im Zweifelsfall auch international tätig, ja, oder? Ist nur ein reiner Vermittler. Also wenn man ganz sicher gehen will, geht man weg von den Portalen zu einem richtigen Ferienhaus- oder Wohnungsanbieter in Deutschland, der hier seinen Sitz hat und von hier aus diese Ferienwohnung anbietet. Dann ist man im deutschen Recht. Okay, dann wird im Zweifelsfall nach deutschem Mietrecht verhandelt. Noch eine skurrile Frage. Ich habe jetzt öfter schon gehört, dass es in Ferienhäusern oder auch draußen auf dem Grundstück Webcams gibt. Ist sowas zulässig? Das ist nicht zulässig, ganz egal, ob man jetzt nach deutschem oder anderem Recht geht. Wenn man sowas sieht, dass man bewacht wird vor Ort, rate ich dazu, einfach einen Klebestreifen zu nehmen, auf die Kamera draufkleben. Der Vermieter darf mich hier nicht ausspähen, sei es im Haus oder auch im Garten, wenn da ein Pool ist oder so. Da hat er, solange ich als Mieter drin bin, nichts zu suchen mit seinen elektronischen Augen. Okay, einfach zukleben. Ja. Danke, Herr Rodegra, so machen wir das. Ganz pragmatisch. Also, bei Ferienhäusern muss man genau hingucken. Ferienhausportale sind dann eine gute Wahl, wenn sie einen Mieterschutz anbieten.